بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي جعلنا مسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله. The first question, we're going to start backwards. Instead of the speech, we're going to start with questions. And instead of you ask the question, I ask the question. So here's my first question, Tarjuma. Okay. Wir fangen heute mit der Rede erstmal an, indem wir Fragen stellen. Also ihr fragt keine stellen, sondern er stellt Fragen. Ihr die erste Frage. So the first question we have to ask is any Muslims are here? Die erste Frage, gibt es heute Muslime hier? Alhamdulillah. Second question, is anybody that's not Muslim is here? Gibt es hier nicht Muslime? Alhamdulillah. Third question, how do you like being surrounded by all the terrorists? Wie fühlt ihr euch, wenn ihr umgeben seid von den ganzen Terroristen? You have to go really quick. As soon as I say it, you have to go quick. Otherwise, it won't work. Alhamdulillah. Because the change of the location, many of you had to go to two places tonight to try to come to one. Viele, weil die Lokation, weil der Ort heute gewechselt hat, mussten viele heute zu zwei verschiedenen Orten kommen, um zu zwei verschiedenen Orten gehen, um zu einem Ort zu kommen. So I want to be sure everybody got here. Is everybody here? Ist jeder hier? Quickly. Is anybody who's not here, raise your hand quickly. Wenn jemand nicht hier ist, soll er bitte seine Hand heben. Okay, so anyhow, alhamdulillah. Alhamdulillah, we came only to do one thing. Wir sind nur gekommen, eine Sache zu machen. And that is to remove misunderstandings, the misconceptions, and the intentional misrepresentations about what is Islam. Wir sind nur zu einer Sache gekommen, und das ist, dass wir Missinformationen und falsche Informationen über das, was Islam ist, um die aus dem Weg zu räumen. It means that we would necessarily have to begin with the etymology of the words that we're using so that we can begin on the same playing ground, the same playing field. The first word that we translate is the word Islam. Das erste Wort, das wir übersetzen, ist Islam. What is the word in the German language for Islam? Was ist das Wort für Islam in der deutschen Sprache? Who knows? Wer weiß es? Submission. He says peace. She says peace. She says like submission. So when we say the religion of Muslims is, the religion of Muslims is, they will say Islam, yes or no? Wenn wir sagen, die Religion von den Muslimen ist Islam, werden sie sagen ja oder nicht? But now some people are saying the religion of Muslims is called peace. Aber jetzt sagen einige, dass die Religion der Muslime Frieden heißt. But is this correct? Ist das richtig? Of course not. Natürlich nicht. When Muslims greet each other, as I greeted you tonight when we came in, we say, Assalamu alaikum. Wenn wir Muslime uns gegenseitig grüßen, so wie ich euch heute gegrüßt habe, dann sagen wir Assalamu alaikum. We never say Islam alaikum. Wir sagen nie Islam alaikum. So for sure, the salam is peace, but Islam is something else. Also ganz sicher, Salam bedeutet Frieden, aber Islam ist etwas anderes. And while we appreciate you're trying to help
But you're not helping when you tell something that's not true. Und wir entschuldigen das, dass ihr das also falsch übersetzt habt, oder falsch erklärt habt, aber ihr sollt nicht etwas erklären, was nicht wahr ist, oder nicht etwas sagen, was nicht wahr ist. It is essential for us as Muslims to always tell the truth. Für uns Muslime ist es ganz wichtig, ist es grundsätzlich, dass wir immer die Wahrheit sagen. A person cannot be a Muslim and a liar at the same time. Ein Mensch kann kein Muslim und ein Lügner zur selben Zeit sein. This is one of the most important principles of Islam that we should be presenting to the people today. Das soll eine der wichtigsten Prinzipien des Islam sein, wie wir das den Menschen heutzutage präsentieren. And it is the same principle that will help us in the middle of the biggest of the problems that we experience in these times. Und dieses Prinzip ist das, was uns hilft bei den Problemen, die wir in der heutigen Zeit begegnen. Islam is based on haqq. Islam basiert auf der Wahrheit. And haqq is absolute truth. Und Haqq ist die absolute Wahrheit. Yeah, whenever I say the Arabic word, say the Arabic word. Okay. Because I'll give you the translation. Okay, thank you. It's important that we do work together. This is our first night together. Hopefully not the last. Translate. Das ist unsere erste Nacht zusammen. I'm going to stay on you about this one. So, it's critical for us to begin on every point by always saying exactly the truth, being careful, very careful, not to misrepresent even a little bit. Es ist wichtig für uns, dass wir immer die Wahrheit repräsentieren und dass wir ganz vorsichtig sind, dass wir nicht mal ein klein bisschen Falsches bzw. Lüge erzählen. The truth is the biggest enemy to the devil himself. Die Wahrheit ist der größte Feind, die größte Feind des Satans. The only thing that keeps him going is the lies. Das Einzige, was ihn weiter vorantreibt, sind die Lügen. If there's nothing but truth, he has nothing left to do. He's out of business. Wenn es nur noch Wahrheit gibt, dann hat er nichts mehr zu tun, dann ist er arbeitslos geworden. So let's come back now to this subject of this word, Islam. Also kommen wir zurück zu dem Thema, das Wort Islam. There is no word for Islam in any language. There is no word in any language for this word. It's the only word like this. Es gibt in keiner anderen Sprache eine genaue Übersetzung für das Wort Islam. In keiner Sprache. Es gibt kein genaues Wort dafür. If you look to the translations of the Quran to any language, if you look to the translations of the Quran to every language, you still find that when it comes to this word, it's the only word that they don't translate. Wenn man sich die Übersetzung des Korans in verschiedenen Sprachen anschaut, dann ist dies das einzige Wort, was man findet, was nicht übersetzt wurde. They translate the word deen and call it religion. Sie übersetzen das Wort Din und nennen es Religion. They translate the word Allah and they say it's God. Sie übersetzen das Wort Allah und sagen, es ist Gott. They translate the word salah and they say it's prayer. Sie übersetzen das Wort Salah und sagen, das ist das Gebet. None of these are really correct. Aber keine einzige Übersetzung davon ist wirklich wahr. But there's no word that they can really come up with in another language, so they always use default and go back to the Arabic language and say Islam. Aber es gibt kein Wort, was man wirklich für das Wort Islam einsetzen kann. Deswegen gehen die zurück zur arabischen Sprache und setzen das Wort Islam auch bei der Übersetzung ein. So this gives us the best chance right here to begin to show what Islam really is. Let us look at the word itself. Und dies gibt uns die beste Chance, wirklich darüber zu reden, was Islam ist, indem wir das Wort selber betrachten. We'll go to the root in the Arabic language. Wir gehen zu der Wurzel in der arabischen Sprache. It comes from a three-letter root called silm. Es kommt von dem drei Buchstaben Wurzel, Silm. Sin, lam, mim. Sin, Lam, Mim. From this root, many, many beautiful words come. Also von dieser Wortwurzel kommen sehr viele schöne Worte. Salam is one of those words. Salam ist eines dieser Worte. Istislam, Ist Islam. Aslama,
Aslama. Many words are coming from this root that you could translate. Viele Worte kommen von dieser Wortwurzel, die man übersetzen kann. But the word, you just cannot find a single word because it's a composite. It has many things in this word. It's Islam. Aber das Wort, was man nicht wirklich übersetzen kann, weil es kompakt ist, weil es viele Wörter in sich beinhaltet, ist das Wort Islam. Let's put them in the correct order so you can see how they come and what they mean. One more time. What? The first one Also wir schauen uns jetzt verschiedene Worte an und genau was sie bedeuten. is the word submission. Das erste Wort ist das Wort Unterwerfung. Second one is surrender. Sich ergeben. Das zweite Wort ist sich ergeben. These two together show you the position of someone who is totally giving up Diese zwei Worte geben die Position wieder von einem, der absolut aufgibt, to a higher authority. zu einer höheren Autorität. When there is a war and one side gives up, they surrender. Wenn es einen Krieg gibt und eine Seite gibt auf, nennt man das Surrender. Or when the police arrest somebody, he has to surrender. Oder wenn die Polizei jemanden festhält, dann gibt er auf. And then once they're arrested, once somebody has surrendered, they are then put in a state of submission. Maybe they're handcuffed, maybe they're put in the back of the car, maybe they're taken someplace, but now they're in submission after the surrender. Und nachdem er sich ergeben hat, ja, dann kommt er in die Unterwerfung. Das heißt, wenn er zum Beispiel in das Auto reingebracht wurde oder die Handschellen wurden ihm angelegt. At that stage, they're taking orders from a higher authority. In dieser Position kriegen sie Befehle von einer höheren Autorität. And they have to obey those orders. Und sie müssen diesen Befehlen gehorchen. So this word obey is in there as well. Also ist das Wort gehorchen auch hier drin. The next word is sincerity. Das nächste Wort ist Aufrichtigkeit. Because in order to have Islam, a person does these things from their heart because they want to do this. Denn wenn jemand Islam praktiziert, dann macht er es von seinem Herz, weil er das will. This is very critical for you to understand this. It is always by your own choice and it's by your own sincerity that you are a Muslim. If there is not sincerity, then it's not Islam. Das ist sehr wichtig. Es muss von deiner eigenen Wahl kommen und aus deiner eigenen Aufrichtigkeit. Wenn es keine Aufrichtigkeit gibt, gibt es keine, ist der Islam nicht vorhanden. Immediately, this puts to end the myth that Islam can be spread by the sword. Und dies bringt den Mythos zu Ende, dass der Islam mit dem Schwert verbreitet werden wird. Und zwar sofort. You can force people to do many things, Du kannst Menschen zu vielen Dingen zwingen. but you can never force somebody to be sincere. Aber du kannst niemals jemanden dazu zwingen, aufrichtig zu sein. So this is the choice that a person makes to sincerely be in a state of surrender, submission and obedience. Also es ist eine freie Wahl, die eine Person trifft, um in einem Zustand von Aufrichtigkeit, Gehorsamkeit, Unterwerfung und Ergebung zu sein. So now we have 4 words. Ja, sincerity. So now we have 4 words. Jetzt haben wir 4 Worte. Alhamdulillah. There's something about taking too many shots. Ja, ich habe zu viele Schläge heute genommen, He deswegen. used to be a boxer, you can't help it. Anyway,